Segelflugzeuge sind langweilig, oder? Eins kann ich euch sagen, dieses Set hier von Kobi ist es definitiv nicht. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute sprechen wir dank dem Kobi-Set 5755 über ein spannendes Thema der Luftfahrtgeschichte. Wir sprechen über die Klasse der sogenannten Lastensegler, dank dem Set des Waco CG4 Gliders. Ein Set im Maßstab 1:48, das in der D-Day-Bemalung daherkommt und auch aus der 80-jährigen Anniversary-Serie von Kobi zum Thema D-Day ist. Eine spannende Geschichte, auf die ich mich freue, euch zu erzählen. Zuerst schauen wir uns aber auf den Bautisch mit einer ganz sanften Landung dieses Set und den Inhalt des Kartons an. Ja, Freunde, da haben wir den Waco CG4, den Waco CG4 Lastengleiter, den Segeltransporter, den Glider von Kobi aus der Historical Collection World War II auf den Bautisch im Maßstab 1:48. Ein Maßstab, über den ich nicht so ganz glücklich bin bei diesem Set. Ich hätte es mir gerne etwas größer gewünscht und es wäre doch dann cool gewesen, wenn wir wirklich einen Willys Jeep hier hinten hätten reinfahren können. Dazu aber gleich mehr, beziehungsweise wahrscheinlich hier vorne, denn diese Lastensegler haben ja teilweise hier vorne auch die Kippstelle gehabt, um die Lasten zu transportieren. Das Set kam damals in der 80-Jahr-Edition zur Landung in der Normandie in die Regale, in den Shop und hat die Nummer 5755 und besteht aus 784 Steinchen. Da seht ihr so ein Lastensegler in Aktion, wurden ja geschleppt, teilweise von der DC-3 bzw. C-47. Schön die Normandie-Streifen, schön, dass wir hier einen Gliderpiloten haben und ihr seht natürlich, das Flugzeug wird nicht gerade klein. Trotzdem bleibe ich dabei, hätte ich es mir größer gewünscht. Und hier seht ihr sogar da, man hat das Cockpit abgemacht, um dann an die Ladung zu kommen. Und an der Seite sind auch Luken gewesen. Natürlich PET printed. Ihr bekommt die Fakten natürlich gleich. Wir wollen aber noch mal wissen, wie ist die Spannweite. Und ihr seht es da, 51,5 cm. Also mit dem Maßstabwunsch ist das schon so eine Sache. Klar wäre das Flugzeug sonst wahrscheinlich exorbitant groß geworden. Wir schauen jetzt einmal hier in den Karton hinein. Ich will wissen, was sich dort drin verbirgt. Das machen wir gleich live hier. Hier oben Ecke raus, mit den Finger rein und dann an der Klebestelle runter. So können wir es öffnen. Wir machen das in einen Take. Tada! Da haben wir den Inhalt. Karton ist leer. Und haben hier Retro-Feeling bei Kobi. Hellblauer Hintergrund. Tüte 2, Tüte 1. Tüte 1 ist nicht so ganz vollgepackt. Tüte 2 ist deutlich schwerer. Wir sehen aber viele kleine Untertütel. Wir sehen das große Formteil hier der Kabine. Und natürlich sind die Hauptfarben hier grün, ein bisschen weiß und ein bisschen schwarz und sowie ein bisschen grau. Ja, Altersempfehlung ab 10 Jahren. Ihr habt gehört, von der Spannweite her wird das sehr groß im Regal. Wir haben hier ja einen hellblauen Hintergrund. Das impliziert schon, hier wird geflogen. Die Anleitung kommt sonst klassisch daher. Wir klemmen mit der Bautüte 1. Damit fangen wir an. Damit haben wir unseren ersten Bauspaß. Bauen dann einfach durch. Kleine Fensterchen und Pfeile weisen uns den Weg. Wir achten natürlich auf die Legende hier, denn Kobi-Steine sind manchmal in der Form ähnlich, aber in der Funktion dann doch unterschiedlich. Das nicht nur zu anderen Systemsteinherstellern, nein, auch innerhalb von Kobi. Darauf achten. Und der aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Fertig sind wir dann. Ihr seht, die Anleitung liegt schon länger geknickt in meinem Karton hier. Fertig sind wir mit dem Baustep 159, wenn wir das Seitenleitwerk anbringen. Das Brickbuild ist, wir sehen schon hier, viele Bausteps, viele Steine, die wir verklemmen. Finde ich auch ganz gut, muss ja nicht immer ein Formteil sein. Und gerade bei diesen Lastenseglern, gerade bei den Waco-Maschinen, war das ja auch wirklich sehr massiv. Dann haben wir
eine Teileübersicht und wir sehen schon hier viele schöne bedruckte Steine. Das wird spaßig. Sollte euch ein Stein fehlen, die Nummer aufschreiben und dann bei Kubi hier unten auf der Webseite monieren. Und eine Zusammenbauhilfe für die Minifigur gibt es hier auch noch, sowie tolle Werbung für andere Flugzeuge aus dem Themenbereich. Ja, Freunde, das sind alles 1:48er Maschinen, kann man also gut neben diese Maschine ins Regal stellen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei den Fakten rund um das Thema Lastensegler, beziehungsweise auch hier zu unserer Waco-Maschine. Und wenn ihr viel Spaß habt beim Lauschen der Fakten, habe ich viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute schauen wir uns ein Fluggerät an, das keinen Motor hatte, keinen Propeller, keine Bewaffnung und trotzdem in seinem Bereich kriegsentscheidend war, den Waco CG-4A Lastensegler. Wenn wir über Luftlandeoperationen im Zweiten Weltkrieg sprechen, denken viele zuerst an Fallschirmjäger. Aber Fallschirmsprünge hatten oft ein Problem. Die Soldaten landeten verstreut, oft hunderte Meter voneinander entfernt. Schwere Waffen gingen verloren oder konnten gar nicht erst mitgeführt werden. Genau hier kommt die Idee der Lastensegler ins Spiel. Das Konzept war militärisch genial und zugleich brutal riskant. Ein Transportflugzeug, meist eine C-47, schleppte einen motorlosen Gleiter ins Einsatzgebiet. Kurz vor der Landezone wurde dieser Gleiter ausgeklinkt und der Segler glitt lautlos ins Ziel. Keine Motorgeräusche, keine Abgasfahne, theoretisch ein Überraschungsmoment. Praktisch bedeutete das nur ein einziger Landeversuch, keine zweite Runde, kein Durchstarten. Der Waco CG-4A wurde ab 1942 in den USA gebaut. Spannweite rund 25,5 Meter, Länge etwa 14,8 Meter. Maximales Abfluggewicht ca. 3,4 Tonnen. Transportkapazität 13 voll ausgerüstete Soldaten oder ein Jeep oder eine 75 mm Haubitze. Besonders clever die aufklappbare Bugsektion. Nase hoch, Fahrzeug raus und schon ist man gefechtsbereit. Produziert wurde der CG-4A in enormen Stückzahlen. Zwischen 1942 und 1945 entstanden über 13.900 Exemplare. Nicht nur bei Waco selbst, sondern auch bei zahlreichen Subunternehmen. Darunter sogar Möbel- und Klavierfabriken. Diese industrielle Breite zeigt, wie stark die US-Wirtschaft auf Kriegsproduktion umgestellt wurde. Seinen ersten größeren Kampfeinsatz hatte der Waco-Gleiter 1943 bei der alliierten Landung auf Sizilien im Rahmen der Operation Husky. Besonders bekannt wurde er jedoch bei der Landung in der Normandie am 6. Juni 1944, der Operation Overlord. In den frühen Morgenstunden des D-Days landeten hunderte CG-4A mit amerikanischen Fallschirmjägern hinter den deutschen Linien. Anders als Fallschirmspringer kamen die Soldaten geschlossen am Boden an, mitsamt schwerer Ausrüstung. Das erhöhte ihre unmittelbare Gefechtsfähigkeit erheblich. Allerdings war der Einsatz extrem riskant. Die Gleiter waren unbewaffnet und verwundbar. Flak, Hindernisse, schlechte Sicht oder ungeeignete Landezonen führten zu hohen Verlusten. Viele Landungen endeten in Bruchlandungen auf Feldern, in Heckenlandschaften oder sogar in Feuer von den Deutschen überschwemmten Gebieten. Die Piloten, oft speziell ausgebildete Glider-Pilots, mussten höchste Präzision beweisen. Ihre Rolle wurde lange unterschätzt, obwohl sie faktisch ohne eigenen Antrieb in Kampfzonen segelten, lautlos quasi tödliche Engel. Neben der Normandie kam der CG-4A auch in der Operation Market Garden im September 1940 in den Niederlanden sowie bei der Rheinüberquerung 1945 zum Einsatz. Insgesamt war der Waco-Glider ein zentrales Element der alliierten Luftlandedoktrin. Aber die USA waren nicht allein mit diesem Konzept. Deutschland setzte unter anderem die DFS 230, bekannt durch die spektakuläre Einnahme des Forts Ebens-Emael 1940 ein. Später folgte die größere Gotha Go 242. Die spektakulärste Entwicklung war jedoch die Messerschmitt Me 321 Gigant, ein riesiger Lastensegler mit über 55 Metern Spannweite, gedacht für Panzer und schwere Lasten.
Auch Großbritannien entwickelte mit der Airspeed Horsa einen sehr erfolgreichen Truppensegler, der ebenfalls in der Normandie und bei der Operation Market Garden eingesetzt wurde, bekannt auch durch den Film A Bridge So Far, die Brücke von Arnhem. Für schwere Lasten kam der General Aircraft Hamley Car zum Einsatz, groß genug, um leichte Panzer wie den Tetrarch zu transportieren. Die Grundidee war bei allen gleich. Lautlose, konzentrierte Landung von kampfbereiten Truppen samt Ausrüstung direkt im Zielgebiet. Eine Mischung aus taktischer Innovation und kalkuliertem Risiko. Warum verschwand das Konzept aber nach 1945? Ganz einfach. Motorisierte Transportflugzeuge wurden leistungsfähiger und mit dem Aufkommen von Hubschraubern konnte man Truppen flexibel absetzen und notfalls sogar eine Landung abbrechen. Ein Gleiter ist immer nur eine Einbahnstraße. Der Waco CG-4A steht heute symbolisch für diese besondere Phase der Militärgeschichte. Eine Zeit, in der man mit Holz, Stoffbespannung und enormen Mut versuchte, strategische Vorteile zu erzwingen. Und genau das macht ihn auch als Klemmbaustein-Set so spannend. Technisch simpel, historisch komplex, taktisch revolutionär. Wenn euch solche historischen Hintergründe zu euren Sets gefallen, dann lasst doch gerne jetzt schon ein Abo da, hier auf Blockstar, denn wie immer gilt, Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Nach 2 Stunden und 5 Minuten Bauzeit steht aus der Historical Collection World War II im Rahmen der 18th D-Day and Battle of Normandy Anniversary das Kobi-Set 5755, bestehend aus 784 Steinchen im Maßstab 1:48, der Waco CG4 Glider hier auf meinen Bautisch. Freunde, ein Set, das mir 2 Stunden und 5 Minuten richtig Spaß gemacht hat. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich lange Zeit ein Problem mit diesem Maßstab. Ich habe mir immer gewünscht, dass ein Lastensegler kommt. Bis heute wünsche ich mir das. Ich habe euch ja vom Horsa Airspeed oder von der Gotha oder DFS Version erzählt. Also Kobi könnte noch einiges an Lastenseglern machen. Denn Lastensegler transportieren immer Material und Truppen und hier hätte Kobi wirklich mal Mut beweisen können, finde ich. Statt Riesenpanzer und Riesenschiffe oder Riesenautos einfach so einen Lastensegler im richtigen Maßstab, das wäre etabliert 1:32 oder für die Fahrzeuge 1:35, herausbringen können. Und dann hätten wir ein tolles Set mit vielen Figuren, vielen Sets gehabt. Es wäre riesig geworden, na klar. Aber wenn man sich riesige Panzer ans Regal stellen kann, dann kann man sich auch einen riesigen Lastensegler mit Innenleben, also sprich vielen Soldaten oder Fahrzeugen hinstellen können. Das hat, finde ich, Kobi falsch gemacht. Da hat Kobi eine Chance vertan. Trotzdem, Freunde, durch den Bau, 2 Stunden, 5 Minuten Bauspaß, habe ich die Sicht auf dieses Set etwas bei mir hier verändern lassen. Natürlich, wenn ich euch sage Bauspaß und man guckt jetzt mal hier so hin, die Tragfläche ist für mich eines der geilsten Sachen, die ich seit langem gebaut habe. Auch wenn es jetzt ja ein älteres Set ist und die Tragflächen ja nicht aussehen wie 2 ausgelatschte Adiletten durch die Normandiestreifen, hat mir der Bau richtig Spaß gemacht. Ohne Witz, ich hätte am liebsten das Ding nochmal auseinander und nochmal bauen können. Und das bei so einer schlichten Form. Form ist auch das Stichwort. Wir haben eigentlich nur hier die Cockpithaube als Formteil, die man abtrennen kann wie beim Original. Sonst haben wir hier sehr viel gebaut. Gut, die üblichen Slopes und Wedges und Rounded Slopes, die kennen wir bei Kobi. Trotzdem kann ich hier nur von tollen Bauspaß reden. Nicht wundern, ich habe hier mal bewusst den Hintergrund meiner Präsentationsfläche so gewählt, nämlich angelehnt an den Karton. Hier oben rechts sieht man eine Mosquito, sieht aus wie eine britische, deswegen dachte ich mir, komm her, packe ich mal die alte 5718 hier mit auf den Bautisch, eine britische Mosquito und dann natürlich muss eigentlich zu so einer Geschichte wie den Glider das richtige Flugzeug dazu. Ich habe euch mal die 5702, die C-47 Skytrain aus der Berlin Airlift Version auf den Bautisch gestellt. Wichtiger wäre aber eigentlich die 5701, nämlich auch logischerweise eine C-47 Skytrain Dakota oder ganz aktuell, beziehungsweise die letzte im Maßstab 1:48, die 5743, die ich bei vielen von euch in WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen oder auch schon privat auf Facebook, Instagram gesehen habe, die diese Dakotas vor den Glider hier gespannt haben. Mache ich auch noch.
wir werden auf jeden Fall die C47 noch reviewen, die 5743. Und dann baue ich auch so ein Gespann und dann werden wir auch den Lastensegler hier wieder rausholen. Wir wollen aber jetzt natürlich in das übliche Review einsteigen mit der Bauanleitung. Ich habe es euch gesagt, sie hat mir richtig Spaß gemacht. Also die Bauanleitung per se nicht, aber das Set Klemmen, die schlichte Bauanleitung. Wir kennen das jetzt hier gespiegelt, das Karton Artwork nur ohne Artwork. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier das neutral blau. Dann bauen wir das Flugzeug bzw. den Segler. Und ihr seht, wir fangen mit den Tragflächen an und das hat wirklich Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht, großflächig hier mit Slopes zu arbeiten. Übrigens, dieses Set auch ein super nicht Trenner, um Gottes Willen, ein Teile-Spender, wenn man hier Plates und Slopes braucht. Ihr seht schon, wir bauen hier viel und auch Baurichtungsumkehr, ein paar Bügelperlen und auch diese flachen, nennen wir sie mal, gekattete Baseplates, nämlich diese dünnen Kobi-Fliesen und viele Kobi-Fliesen. Also dieser Flügel hat mir richtig Bock gemacht. Er ist massiv, er ist groß. Das macht richtig Spaß, den zu bauen. Ihr seht schon hier, Tüte 1 ist alles hier der Flügel. Bei Tüte 2 fangen wir dann erst an, den Rumpf zu bauen und auch hier mit diesen rundeten 1x1 Fliesen. Einfach nur Zucker. Meine Meinung. Einfach mal drauf losklemmen, nicht groß nachdenken. Es sind nicht schwierige Bausteps, aber einfach flüssig und man sieht mit jedem Klemmen einen Fortschritt. Dann bauen wir den Rumpf. Sehr kleinteilig, sehr kleinteilig. Das Heck und alles mit Baurichtungsumkehr. Wir haben vieles an Drucke, ganz viele an Drucke sogar. Und dann kommt irgendwann das Formteil. Man muss bei den Markierungen gerade hier in der Hecksektion aufpassen, welche Slopes man hier nimmt, welche Wedges, gerade bei dieser Normandie-Markierung. Ihr seht hier 108, 112 und so weiter. Da muss man aufpassen, damit man hier auch überall drumherum diese typischen Normandie-Streifen bekommt. Ja, und dann natürlich hier das Formteil. Ihr seht, die Figur kann man da reinklemmen. Ist übrigens eine ähnliche Technik wie bei den aktuellen Bell Helicopters. Da macht man das auch und dann die Kufen. Ja, das ist quasi die Bauanleitung. Aber wichtig ist ja immer noch, ich sage es immer mal wieder, auf dem Platz. Und das ist hier unser, jetzt wollte ich schon sagen Horsa Airspeed, aber nein, ich würde mir gerne einen wünschen. Nein, hier unser Waco Glider. Gucken wir kurz, was wir an Steinchen über haben. Das übliche Bügelperlen, Bügelperlen, Bügelperlen. Ein Bügelperlen-Applikator, Bolzen und hier so einen Transclear-Deckel, so nenne ich es mal da. Den haben wir nämlich als quasi Bullaugen im Bereich des Seglers. Wir gucken uns erst die Minifigur an, denn die finde ich ziemlich cool. Die ist sehr schön bedruckt, hat hier diese typische GI-Brille, hat hier eine Thompson Gun, eine Tommy Gun und ganz cool hier auf der Seite bedruckt das Zeichen des 37. Troop Carrier Squadrons aus der Zeit des D-Days. Das ist hier nämlich hier so ein Carrier, so ein Glider mit goldenen Flügeln. Dann der rote Stern, den man kennt, typisch für die US Army Air Force damals. Hier an der Seite sieht man es auch nochmal. Hinten nicht bedruckt. Von vorne dann hier diesen typischen Blazer mit der Koppel und die Tommy Gun halt. Und das Interessante ist, dass es die 37. Troop Carrier Squadron immer noch gibt. Heute Bestandteil des 86. Airlift Wing und der ist based in Ramstein, das bekanntlich in Deutschland liegt. Also von damals bis heute, diese Einheit gibt es noch. Ja, Figur geht zur Seite. Wichtig, freut mich, eine weitere Figur in meiner Sammlung. Und dann hier nochmal unser typisches Waco CG-4 Scale 1:48. Die Plate gehört natürlich nicht dazu, das ist meine Präsentationsplate, aber ich dachte mir, da sieht man nochmal, wie groß dieses Flugzeug wirklich ist. Es sind ja 31 cm in der Länge und 51,5 cm in der Spannweite. Da braucht man natürlich Platz. Ich bleibe trotzdem dabei, ich würde mir trotzdem mehr Mut wünschen bei Kobi und so ein Ding mal in einen größeren Maßstab, idealerweise zu den Minifiguren sehen. Hier oben ist ein Druck, den ich doof finde, weil es wäre cool gewesen, wenn man hier bautechnisch
Also der Druck per se ist cool, haben so ein bisschen Spiegelung sogar rein, ist ein Fenster, aber darunter ist nichts. Das ist halt, wäre cool gewesen, wenn man so ein bisschen bautechnisch vielleicht hier einen Hohlraum gehabt hätte, dann hätte das mehr Sinn gemacht. So sieht man die Noppen und weiß, es ist, ja, da ist nichts drunter, es wirkt sehr dunkel. Schauen wir uns aber gleich an. Hier im Detail ist die Cockpit-Haube, die man so abmachen konnte, und dann konnte man hier quasi in den Innenraum, dort sind auch Bänke gebaut, das seht ihr, bis nach da hinten 2 Reihen, sehr dunkel. Vielleicht könnt ihr es erahnen, da ist noch eine zweite. Also deswegen hätte ich mir hier nochmal so ein Fenster gewünscht. Naja, egal. Aber man hat die Bänke angedeutet und hier halt schön bedruckt auch die Kabine. Wie gesagt, auf diese 2 Noppen kann man die Figuren oder die Figur reinklemmen. Das mache ich jetzt nicht. Und dann hier auf diese, ja, 1x2er mit Noppe an der Seite. Ihr seht sogar Bauchringsumkehr von unten. Hier ist eigentlich nämlich sogar, sieht man die Tubes, kann man es dann reinstecken. Hier sind Bolzen drin und dann steckt man es drauf. Oben das gleiche mit der Noppe hier und schon ist es dann verschlossen. Das Lastensegelflugzeugchen, wenn ich das so sagen darf. Schön ist auch hier, dass man so ein bisschen sieht, quasi wie es früher war, also Rahmen und dann die Bespannung, Beplankung hier, das kommt durch. Das gefällt mir. Dann seht ihr hier diese Bullaugenfenster, wie ich gesagt habe, hier bedruckt so eine kleine Baseplate. Ich nenne es einfach jetzt mal Baseplate, diese dünnen Fliesen, die wir so aufmachen können. Da haben wir die Türen, da kann man auch die Bänke durch erahnen. Wie gesagt, leider nicht hier oben kein Licht durch. Ich denke mal aus Stabilitätsgründen. Und dann kann man hier das so gegendrücken nochmal. Dann geht auch da die Tür auf. Ihr seht, zu klein für eine Minifigur, um da vielleicht sogar aus der Luft abzuspringen. Das passt vom Maßstab her einfach nicht. Und noch besser ist es, um euch mal mit dem Maßstab zu zeigen. Ich habe mal versucht, hier was zu organisieren, und zwar einen Jeep im Maßstab 1:35 von Kobi. Da seht ihr schon, ne, das passt nicht. Aber es hätte nicht mehr viel gefehlt, um vielleicht das passend zu machen. Das ist mal meine These. Man darf sich ja wohl noch was wünschen dürfen. Ja, auf der anderen Seite logischerweise auch diese Bullaugen. Hier die tollen Drucke des amerikanischen, ja, Militärs, die Hoheitsabzeichen. Die Normandiestreifen, schwarz-weiß, die halt hier so rumgehen. Wie gesagt, da muss man aufpassen, welchen Stein man hat, weil die nicht von jeder Seite bedruckt sind. Es ging mir auch so, ich musste aufpassen, dass ich die richtige Seite wähle, damit man das sehen kann. Und ihr seht auch hier, da habe ich wohl auch irgendwie einen Fehler gemacht, denn da schimmert grün durch. Eigentlich müsste das schwarz sein. Muss ich vielleicht nochmal auseinandernehmen. Dann ja hier das Heckrad und das Seitenleitwerk, das wir nicht bewegen können. Beziehungsweise Höhenruder, Seitenleitwerk kann man nicht bewegen, ist starr, aber ihr seht es hier, es ist sehr kleinteilig gebaut. Ich mag das. Gibt zwar immer so Lücken, kann man nie so hundertprozentig zuschließen, aber ich mag ja per se Klemmbausteine klemmen und je mehr Klemmbausteine, desto besser. Und hier die Tragfläche, die hat Querruder. Es gefällt mir, wirkt sehr massiv, aber sehr clean. Ihr seht es hier auch mit der Verstrebung hier, die sogar farblich passend zu den Streifen ist. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen ahnen, warum mir diese Tragflächen so Bock gemacht haben zu bauen. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und hier das Fahrwerk bzw. die Kufen zum Landen. Also richtig, ja, am Original orientiert. Das finde ich gut hier bei diesem Modell. Wie gesagt, und da wiederhole ich mich jetzt, mit dem Bau dieses kastenförmigen fliegenden Möbelstücks, jetzt nenne ich es mal so, weil ihr habt die Geschichte gehört, ist mir bewusst geworden, dass ich es hätte viel eher klemmen sollen und vor allen Dingen, dass mir jetzt noch eine C47 Skytrain fehlt. Liegt gut in der Hand, natürlich wie immer nichts zum Spielen. Die Form ist ziemlich gut geraten. Ich habe euch ja am Anfang in dieses Video Detailfotos der Originalen bzw. Originalfotos reingeschnitten bei meinen Infokarten. Das mache ich jetzt ja immer wieder, damit ihr es besser verorten könnt und dann später auch mit dem Set vergleichen könnt. Also tolle Tragflächen, ein tolles Stück Geschichte, was Spaß gemacht hat zu bauen, was auch Spaß gemacht hat, Fakten rauszusuchen. Und es hat auch Spaß gemacht, für euch ein paar Bilder zu schießen über diesen Lastensegler. Die bekommt ihr nämlich jetzt traditionell und dann könnt ihr euch selber nochmal eine Meinung zu diesem Set bilden. Tut euch keinen Zwang an, diese Meinung kundzutun. Schreibt mir diese in die Kommentare. Vielleicht findet ihr ja auch, dass es absoluter Quatsch ist, den ich euch hier erzählt habe. Lasst es mich gerne wissen. Und jetzt, wie gesagt, die Detailfotos.
Kleiner Break zwischendurch, aber bloß nicht abschalten, denn wir wollen ein paar besonderen Menschen unter euch, großartigen Menschen da draußen, noch einmal Danke sagen, nämlich meinen Kanalmitgliedern, die mich monatlich unterstützen, damit dieser Kanal noch besser, noch breiter aufgestellt wird. Und damit ist nicht nur der kleine finanzielle Obolus gemeint, sondern vor allen Dingen der Algorithmus, denn YouTube pusht Kanäle. Die Kanalmitglieder haben etwas mehr als andere. Und deswegen euch da draußen vom Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal Blockstar mit euren Einsatz hier weiter am Laufen lässt. Ich mache das hier alles aus Hobby, aus Leidenschaft, nicht beruflich. Und daher kann man euch da draußen nicht oft genug Danke sagen, aber logischerweise nicht nur den Kanalmitgliedern, sondern allen, die sich hier für das Thema Klemmbausteine auf meinem kleinen Kanal begeistern. Vielen Dank für euren Einsatz, für eure Unterstützung. Ich bleibe dabei, ihr seid die Geilsten. Was ich verspreche, das halte ich auch. Ihr bekommt Detailbilder, um das Cubiset 5755 noch einmal von allen Ecken betrachten zu können. Und ich finde dieses Thema Lastensegler sehr spannend und kann euch deswegen, und ich habe es erwähnt in den Fakten, nur den Film A Bridge So Far, die Brücke von Arnheim, ans Herz legen. Dort sind nicht alle Fahrzeuge historisch korrekt. Zum Beispiel sieht man dort einen Leopard 1 als wahrscheinlich Panzer 4 oder Tiger. Aber was die Luftlandeszenen angeht, dort sehen wir eine ganze Menge DC-3s bzw. C-47 und Horsa Airspeed Lastensegler der britischen Armee. Und das sind sehr beeindruckende Bilder. Sicherlich wurde hier auch mit Tricktechnik gearbeitet, aber wir sehen dort einige Exemplare und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und deswegen lege ich euch diesen Film ans Herz, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als wie ein Waco-Glider-Pilot wahrscheinlich Entscheidungen treffen musste. Innerhalb von Sekunden. Und oft hing das Leben ja viele seiner Kameraden mit an seinen Flug- und Landekünsten. Ich habe euch gesagt, ich bin sehr fasziniert von diesem Flugzeug, von diesem Segelflieger. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Segelflieger auf Steroide so spannend sein kann. Man muss ja sagen, dass solche Sets immer etwas untergehen zwischen all den Tigern, Panthern, Shermans und T34 dort im Portfolio von Kobi. Schuld daran bin auch ich, weil ich euch gerne diese Sets präsentiere und jetzt so lange gebraucht habe, um euch diesen Segelflieger, diesen Lastensegler aus dem Hause Kobi vorzustellen. Und auch fehlt mir hier die C47. Wird kommen. Bleibt einfach meinem Kanal treu, dann werdet ihr es sehen. In diesem Sinne, Freunde, guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.